Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte in diesem Video 50 Internetbegriffe erklären. Los geht's. Teil 1: bis HTTPS. Das @Zeichen oder E-Mail-Zeichen, manchmal auch Klammeraffe genannt, kommt in E-Mails vor. E-Mails bestehen aus einem Benutzernamen, dann kommt das @Zeichen, danach kommt der Domainname. In diesem Beispiel sieht man eine Gmail-Adresse, es gibt aber zahlreiche weitere E-Mail-Anbieter wie beispielsweise Outlook. Attachment. Attachment bedeutet Dateianhang. Wenn ich beispielsweise einem E-Mail ein Attachment oder einen Dateianhang hinzufügen möchte, klicke ich normalerweise auf das Büroklammer-Symbol. Ich kann dann hier diesen Computer durchsuchen. Ich kann auf meinem Computer nun auswählen, welche Datei ich dazufügen möchte. Ich wähle hier dieses Word-Dokument, klicke auf Öffnen. Nun wurde dieses Word-Dokument als Attachment dem E-Mail hinzugefügt. Ich muss natürlich noch einen Empfänger und einen Betreff zu dem E-Mail hinzufügen. Banner. Banner oder Werbebanner ist eine Werbeeinblendung im Internet. Ich habe hier eine Internetseite und auf der rechten Seite unten wird mir hier ein Werbebanner eingeblendet. Je nachdem, welche Käufe ich eventuell in der Vergangenheit getätigt habe und welche Cookies ich akzeptiert habe, wird mir hier vielleicht eine Werbung eingeblendet, die auf mich persönlich abgestimmt ist. Blog. Ein Blog könnte man ein Tagebuch im Internet nennen. Es gibt Blogs zu den unterschiedlichsten Themen, beispielsweise einen Reiseblog, einen Foodblog oder einen Blog für Fashion, Beauty und Lifestyle. Browser. Ein Browser ist eine App zum Surfen im Internet. Die bekanntesten Browser sind der Google Chrome, der Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari und Opera. Mit diesen kann ich im Internet surfen. Ich kann hier in der Adressleiste ganz oben eine Internetadresse eingeben. Ich kann aber auch auf Google gehen und dort eine Internetadresse suchen. Cache. Ein Cache oder ein Cache ist ein Webseiten-Zwischenspeicher. Wenn ich eine Webseite aufrufe, wird diese im Cache zwischengespeichert. Deshalb ist es wichtig, wenn ich auf dem neuesten Stand bleiben will und ich wirklich die neueste Version dieser Webseite sehen möchte, dass ich ab und zu auf Aktualisieren klicke. Hier kann ich das mit diesem Symbol machen oder die F5-Taste drücken. Chat. Chat ist eine Echtzeitkommunikation im Internet. In einem Chat kann man Nachrichten schreiben, diese absenden und der Empfänger erhält sie sofort und er kann seinerseits wiederum Antworten schreiben. Die Abfolge von Nachrichten und Antworten nennt man dann einen Chatverlauf. Ich habe hier ein Beispiel aus Teams, aber natürlich wäre WhatsApp ebenfalls ein Chat. Client. Ein Client ist ein bestimmtes Gerät oder sind Geräte in einem Computernetzwerk. Ich habe hier ein Computernetzwerk. Dieses besteht normalerweise aus einem Server und aus verschiedenen Geräten. Diese Geräte sind die sogenannten Clients. Der Server stellt Dienste bereit und Clients nehmen diese Dienste in Anspruch. Cloud. Cloud oder Online-Speicher. Angenommen, dies ist mein Laptop. Auf diesem Laptop habe ich ein Word-Dokument gespeichert. Ich habe aber noch weitere Geräte, zum Beispiel ein Smartphone und einen PC. Jetzt habe ich folgendes Problem. Ich habe mein Word-Dokument nicht auf meinen anderen Geräten zur Verfügung. Hier kommt der Cloud-Speicher ins Spiel. Der Cloud-Speicher ist ein Speicher im Internet. Hier wird das Word-Dokument nicht lokal, sondern auf einem Server gespeichert. Ich kann dann über das Internet von meinem Laptop, meinem Smartphone
und meinem PC auf das Word-Dokument zugreifen. Die bekanntesten Cloud-Dienste sind iCloud von Apple, die das eigentlich erfunden haben, dann OneDrive von Microsoft, Google Drive und Dropbox. Cookies. Cookies sind im Internet kleine Dateien, die für bestimmte Funktionen von Webseiten auf dem Computer abgespeichert werden. Ich habe hier zum Beispiel die Seite Amazon, auf der ich bestimmte Produkte shoppen kann. Wenn ich beispielsweise diesen Kopfhörer in den Warenkorb lege, dann wird dieser im Warenkorb mit Hilfe eines Cookies gespeichert. Cookies sind in Wirklichkeit kleine Textdateien, die auf meinem Computer abgespeichert werden. Man kann auch sehen, welche Webseiten welche Cookies abgespeichert haben. Zum Beispiel im Google Chrome kann ich mir das anzeigen lassen. Hier sieht man, Google hat 8 Cookies abgespeichert oder Microsoft hat 15 Cookies abgespeichert und so weiter. Das Problem bei Cookies ist, dass sie ein gewisses Datenschutzproblem darstellen, da fremde Webseiten über Cookies auslesen können, auf welchen Webseiten man gesurft hat. Digitales Zertifikat. Wenn ich über meinem Laptop im Internet bestimmte Geschäfte tätige, zum Beispiel Online-Shopping oder Online-Banking, dann ist es ganz wichtig, dass meine Webseite ein digitales Zertifikat verwendet. Das ist sozusagen eine offizielle Bescheinigung, dass diese Webseite sicher ist. Wichtig ist, dass vor der Internetadresse meines Online-Shops oder meiner Online-Bank hier dieses Vorhängeschloss zu sehen ist. Damit kann ich sicher sein, dass die Daten, die hier im Internet ausgetauscht werden, nicht von anderen mitgelesen werden können. Mit einem Klick auf das Vorhängeschloss kann man überprüfen, ob das Zertifikat der Webseite gültig ist. Domain. Wenn wir eine Internetseite haben, zum Beispiel hier YouTube, dann besteht die Internetadresse der Seite immer aus einem Domainnamen, eben youtube.com. Dies ist der Domainname. Weitere Beispiele für Domainnamen wären zalando.com, amazon.de, kahoot.it und so weiter. Den letzten Teil des Domainnamens nennt man Top-Level-Domain. Auch hier gibt es verschiedene, die teilweise Ländern zugeordnet sind, wie AT für Österreich, DE für Deutschland oder IT für Italien. Com steht für Firmen, Net für Organisationen, Edu für Bildungseinrichtungen und GV für Regierungsstellen. Download. Ein Download ist das Herunterladen einer Datei aus dem Internet, genauer gesagt von einem Server auf den eigenen Computer. Hier lade ich beispielsweise ein PDF-Dokument von einer Webseite auf meinen Computer herunter. Das können Dokumente sein, wie in dem gezeigten Beispiel, Bilder oder auch Videos. Herunterladen kann man aber auch ausführbare Dateien für die Installation von Spielen oder anderen Apps. Hier zum Beispiel der Minecraft-Installer oder die Datei, die den bekannten VLC Media Player installiert. Bei diesen Dateien sollte man immer vorsichtig sein, da ausführbare Dateien auch Viren oder andere Schadsoftware enthalten können. E-Banking. E-Banking oder Online-Banking bedeutet, Geld- oder Bankgeschäfte über das Internet zu erledigen. Da bei Bank- oder Geldgeschäften nichts schiefgehen darf, gibt es Methoden, wie man diese Abwicklungen sicher machen kann. Wenn man beispielsweise eine Überweisung macht, wenn man etwas online kaufen möchte, muss man diesen Vorgang oft mit einem Smartphone zur Sicherheit bestätigen, erst dann wird das Geld überwiesen. E-Commerce. E-Commerce bedeutet ganz allgemein elektronischer Handel. Mit E-Commerce wird es Firmen oder Personen ermöglicht, Waren oder auch Dienstleistungen über das Internet zu kaufen und zu verkaufen. Aus der Sicht des Kunden kann man auch Online-Shopping dazu sagen. E-Government.
E-Government bedeutet die Bereitstellung von Informationen für Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Es bedeutet auch, dass man über das Internet Behördenwege abwickeln kann. So kann man zum Beispiel online seinen Wohnsitzwechsel angeben, eine Wahlkarte beantragen oder auch online seine Steuererklärung machen. E-Learning. E-Learning bedeutet Lernen über das Internet. Das kann geschehen in Form von Online-Kursen, Online-Besprechungen und Online-Plattformen, auf denen sich Lehrer und Schüler im Internet treffen. Bekannte Plattformen für E-Learning sind Microsoft Teams, Moodle oder Google Classroom. E-Mail. E-Mail könnte man elektronische Post nennen. Im Wesentlichen sind E-Mails Textnachrichten, die Benutzer miteinander austauschen können. Sie können an ein oder mehrere Personen verschickt werden. E-Mails benötigen einen Empfänger, einen Betreff sowie einen Text. Zusätzlich kann man auch Dateien anhängen. Emoji. Emojis oder auch Emoticons sind kleine Symbole wie Smileys oder andere, mit denen man in Chats und E-Mails Emotionen ausdrücken und seine eigenen Aussagen verstärken kann, damit der Empfänger genau weiß, was man sagen möchte. Dabei spielt natürlich der Spaßfaktor eine große Rolle. FAQ. FAQ steht für Frequently Asked Questions. Das sind häufig gestellte Fragen zu einem bestimmten Thema, die im Internet beantwortet werden. Hier ein Beispiel aus dem E-Government-Bereich. Firewall. Nehmen wir an, wir haben ein Computernetzwerk wie ein Heimnetzwerk oder ein Schulnetzwerk. Dann ist dieses meist über einen Router oder einen Server mit dem Internet verbunden. Eine Firewall ist ein Sicherungssystem, das dieses Netzwerk vor unerwünschten Netzwerkzugriffen schützt. Außerdem blockiert oder erlaubt eine Firewall den Datenverkehr mit dem Internet. Deshalb sollte man eine Firewall nicht mit einem Antivirenprogramm verwechseln. Firewalls gibt es auch für einzelne Computer. FTP. FTP bedeutet File Transfer Protocol. FTP ist ein Internetdienst sowie das World Wide Web oder E-Mail und dient dazu, große Datenmengen ins Internet zu übertragen. So kann man zum Beispiel mit dem FTP-Programm FileZilla professionell die Dateien einer ganzen Webseite ins Internet hochladen. Gateway. Gateway ist ein Gerät, das die Verbindung zum Internet herstellt. Wenn wir beispielsweise ein Heim-, Firmen- oder Schulnetzwerk betrachten, dann gibt es immer ein Gerät, das die Verbindung zum Internet herstellt. Das ist oft der Router. Dieser übernimmt dann die Rolle des sogenannten Gateway. HTML. HTML bedeutet Hypertext Markup Language. HTML ist sozusagen die Sprache, aus der die Internetseiten bestehen. Der HTML-Code ist übrigens öffentlich und man kann ihn sich jederzeit anzeigen lassen, verändern kann man ihn aber nicht. HTTP und HTTPS. HTTP und HTTPS bedeutet Hypertext Transfer Protocol bzw. Hypertext Transfer Protocol Secure. Das sind Übertragungsprotokolle, die für die Übertragung von Webseiten im Internet zuständig sind. HTTP und HTTPS stehen eigentlich vor jeder Internetadresse, wie zum Beispiel hier vor wikipedia.at. HTTPS ist dabei besonders wichtig, da es garantiert, dass die Übertragung sicher ist und nicht von anderen Personen ausspioniert werden kann. Das Symbol dafür ist das Vorhängeschloss vor jeder HTTPS-Seite. Dies ist vor allem beim Online-Shopping und bei Bankgeschäften wichtig.